Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das letzte Video ist, glaube ich, ziemlich genau 2 Monate her. Aktivität ist einfach meine Spezialität. Ja, ich glaube, ich habe es auch schon im letzten Video gesagt. Abi und Tour und so, ihr wisst eh, was ich meine. Ja, in fast einem Monat ist meine letzte Prüfung. Spätestens da habe ich dann endlich wieder wirklich Zeit für YouTube. Ja, eigentlich wollte ich ja noch einen zweiten Part des Halloween-Special Behind the Scenes machen, aber ich finde die Aufnahmen nicht mehr. Camtasia hat 3-mal in Folge die Art, wie sie Bildschirmaufnahmen speichern, geändert und ich habe nun den dritten Computer innerhalb eines halben Jahres und in diesem riesigen Speicherchaos, das dabei entstanden ist, sind die Aufnahmen irgendwie verloren gegangen. Ja, wenn ich sie mal wiederfinde, lade ich sie hoch, aber macht euch keine Hoffnung. Ich glaube, die sind für immer weg. Also fangen wir jetzt mit einem Video an, das seit einem halben Jahr auf irgendeiner Festplatte vergammelt. Wir waren im Herbst auf Sylt und ich habe ganz fleißig gefilmt, bin aber irgendwie nie zum Schneiden gekommen. Also fangen wir jetzt einfach damit an. Leute, wenn die Qualität scheiße ist, es tut mir so leid. In Camtasia haben die Videos gefühlte 5 Pixel. Wenn ich sie in der Vorschau laufen lasse, sind sie aber in vernünftiger Qualität. Ich hoffe jetzt einfach, dass es nur wieder irgendwelche Zicken vom Programm sind und mir nicht das gesamte Video versaut wird. Wenn doch, tut es mir sehr leid. Ja, wir waren 3 Tage auf Sylt und haben am ersten Tag gleich eine Riesenwanderung um den Ellenbogen gemacht. Für alle, die nicht in Deutschland oder einfach hinterm Mond leben. Sylt ist eine Insel in Norddeutschland und sieht halt aus der Luft ein bisschen wie so ein tanzendes Mädel aus. Dazu gibt es auch eine Geschichte, aber die interessiert hier jetzt keine Sau. Ja, also die Nordspitze der Insel ist halt der Ellenbogen des Mädels und deswegen heißt besagte Spitze Ellenbogen. Wenn man um den Ellenbogen rumläuft, läuft man also um die Nordspitze der Insel rum. Ihr könnt es sehen und ihr werdet es auch gleich hören, es war arschwindig. Vor allem, weil wir zu Anfang da oben auf dieser Düne standen. Ja, die Wanderung selber geht eigentlich nur am Strand lang. Ganz am Schluss läuft man halt noch einmal an der Straße wieder zurück zum Parkplatz. Ja, ganz so hervorragend nicht mehr, aber es ist nicht über 2 Stunden. Das längste war 1 Stunde 20. Gestern. Gestern im Auto? Nee, gestern Abend. Gestern Abend. Ja. Aber jetzt heute noch nicht so. Nee, jetzt nicht mehr. Das war ja richtig gut. Auch. Jetzt bin ich fertig, jetzt darfst du. Du könntest natürlich den Pfeil in Muscheln nachlegen. Ja, Direkt neben dem. aber ich soll hier Steine nehmen, nicht Muscheln. Mama! Und ich habe gefühlte 30.000 Mal versucht aufzunehmen, wie der Wind diesen Schaum über den Strand fegt. Aber natürlich flog immer genau dann, wenn ich die Kamera rausholen wollte, ganz viel rum. Und als sie dann draußen war, war nichts mehr.
Und auf Sylt ist auch der nördlichste Punkt Deutschlands. Das ist halt eben die Spitze des Ellenbogens. Das Festland auf unserer Höhe ist dann bereits Dänemark. Sylt ragt an dieser Stelle also über das deutsche Festland raus. Jawohl, das war gut. Ja, und hier habe ich versucht aufzunehmen, wie die Wellen von zwei verschiedenen Seiten kommen und zusammenfließen. Weil wir ja theoretisch um eine Spitze laufen, fließen hier halt Wellen aus zwei verschiedenen Richtungen ineinander. In echt sah das voll cool aus. Auf der Kamera sieht man halt gar nichts. Außer Wasser. Und hier habe ich dann das Thumbnail dieser Videoreihe gemacht. Vielleicht ist euch mal aufgefallen, dass alle Travel-Videos immer rechts irgendeinen Gegenstand und links Schrift im Thumbnail haben. Und ich fand, der Strandhafer passte einfach perfekt zu dieser Videoreihe. Folge Zwiebeln. Zwiebel! Hab ich auch gern. Oh, ich hab's auf. Ich hab ja gar nicht gesehen, die Spritzen. Lass mir das mal noch. Und aus irgendeinem Grund fand ich den Kiel dieser Feder anscheinend ganz toll. Keine Ahnung. Ich habe ihn auf jeden Fall ewig gefilmt und ich weiß nicht mehr wieso. Und da liegen, ich glaube, es sind Robben. Könnten aber auch Seehunde oder so sein. Ich weiß nicht mehr genau. Und das ist die Fähre von, ich glaube, es ist Rømø in Dänemark. Zumindest ist Rømø die nächstgelegene Insel und es verkehrt eine Fähre zwischen Rømø und Sylt. Also sagen wir einfach, das ist die Fähre aus Rømø. Siehst du sogar auf der Kamera. Und Hummel musste wieder Angsttherapie machen. Dieser Hund hat ja vor allem, was sich bewegt und nicht bewegt, Angst. Und ein ganz großes Problem sind Federn. Er hat tierisch Angst vor Federn, bis er bemerkt, dass sie ihn nicht fressen. Dann frisst er sie. Aber lernen tut er daraus trotzdem nichts. Und eine Minute später hat er wieder, auch wenn es exakt dieselbe Feder ist, Angst. Du kannst aber gerne raus.
Okay, jetzt schon machen. Ja. Ja, Hui. Hallo. Ich glaube, er hat vor seinen schlackernden Wenzeln Angst. Pick, pick, pick. Wie kommst du jetzt darauf? Müll. Und am Schluss ging es halt das letzte Stück an der Straße zurück. Ist zwar ein bisschen doof, lässt sich aber halt nicht vermeiden, weil wenn man um eine Spitze rumläuft, kommt man offensichtlich nicht da an, wo man begonnen hat. Also muss man halt ein Stück durch das Inselinnere zurück zum Parkplatz. Und weil an der Straße Laufen super öde sind wir, als wir wieder auf der anderen Seite der Insel angekommen waren, das letzte Stück dann noch am Strand zurück. Das reimt sich. Und da waren wir dann auch schon so gut wie am Auto. Es war eine sehr lange Wanderung, jetzt auch nicht so abwechslungsreich, Strandwanderung halt. Aber immerhin kommt man damit schön auf seine 150 aerobe Minuten, 10.000 Schritte oder was auch immer. Ja, im Sandlaufen ist zwar immer noch ein bisschen anstrengender, aber es hielt sich alles in allem immer noch in Grenzen. Bei dem Wetter und zu der Jahreszeit kann man zwar nicht baden, aber dafür haben der Wind und die Wellen das Ganze immerhin ein bisschen actionreicher gemacht. Und das war es nicht nur mit Tag 1, sondern auch mit diesem Video. Wenn möglich, versuche ich ja möglichst ein Video pro Tag. Klappt hier ausnahmsweise auch mal. Deswegen ist dieses Video hier zu Ende. Ich hoffe, dass die Qualität auf YouTube auch was hergibt und dass ich es trotz Abitur schaffe, noch einen weiteren Teil, den es auf jeden Fall geben wird, pünktlich nächste Woche hochzuladen. Das war's auch schon mit dem Video.
Bis auf die Outtakes halt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abo oder alles davon da. Und bis zum nächsten Mal. Und weil an der Straße laufen super öde ist, sind wir halt wieder auf der anderen... Was? Zum Teufel? Okay, also... als wir wieder auf der anderen... Und weil an der Straße laufen super öde sind wir, als wir wieder auf der anderen Seite der Insel angekommen waren, das letzte Stück noch am Strand zurück. Ach so. Und ich habe versehentlich öde groß geschrieben. Ja gut.